Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Eigentlich habe ich viel zu gute Laune, um gerade Disco Elysium zu spielen, aber schauen wir mal, was es gibt. Wir haben ja noch den Laden hier. Auf dem Schild steht Saint-Brün oder so. 1147. In den Schatten sind staubige Bänke zu erkennen. Viele scheinen zu fehlen. Oh, da liegt Geld. Natürlich liegt da Geld. Ein in Finsternis gehüllter Altar. Oder etwas ähnliches. Es ist einfach zu dunkel. Dass ich mich letzte Folge übrigens so gewundert habe, dass wir Geld haben, ist natürlich einfach komplett auf meine Verpeiltheit zurückzuführen. Da wir natürlich auch einfach größere Mengen an Geld aufgesammelt haben. Was ich dann einfach vergessen hatte. So, wir gehen natürlich in die Kirche. Ich wüsste einfach nur ganz gerne, wie weit ich hier noch laufen kann. Also ob hier einfach gleich Schicht ist oder... Kann ich den Stein weghebeln? Ja, dann liegen einfach nochmal 2,5 Real. Okay, da ist noch eine Tür. Hier ist ein Fass. Dieses Fass wurde erst vor kurzem entsorgt. Es riecht noch nach Schweröl. Was haben wir hier? Die Kette verschwindet im Ozean. Wohin sie wohl führt? Früher drehten diese rostigen Zahnräder die gesamte Maschine. Okay, die Tür ist dann auf jeden Fall noch von Interesse. Ich glaube, hier kommt noch... wobei, kann ich da hinlaufen? Oh, kann ich. Okay, hier kommt noch ein bisschen was. Da ist die letzte Falle. Dann nehmen wir die schon mal mit. This trap's not too hard to spot, once you know what to look for. Keeping it hidden has not been a priority for the cryptozoologist. Sehen wir uns mal um. The reeds sway in the coastal breeze. They seem to be waiting for something. The wind picks up here, near the cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold for this time of year. Na, dann greifen wir doch mal nach der Falle. Nothing but locusts in this trap as well. Definitely no cryptozoological monstrosity. Wer konnte damit rechnen? So, dann müssen wir nur noch die letzte Falle, also die erste Falle wieder mitnehmen. Südlich von dir erhebt sich die Promenade. Sie wirft ihre langen Schatten auf dich. Da ist die Leiche. Ja, righty. Gut, wir gehen erstmal in die Kirche, bevor wir hier jetzt noch ewig weiterlaufen. Wer weiß, wie weit es geht. Wahrscheinlich wäre jetzt 3 Meter weiter Ende gewesen, aber... Who knows? Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Dann inspizieren wir erstmal die Holzarbeiten, würde ich sagen. Ja, doch. Wir inspizieren erstmal die Holzarbeiten, würde ich sagen. The carving on the door is block-like and angular, like the church itself. 2 large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. Du lässt deine Hand über einen Balken gleiten. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. Du siehst dir das Vorhängeschloss genauer an. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. Na, dann gucken wir uns diesen gelben Sticker doch mal genauer an. You see a yellow circle with 2 X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. Was macht dieses Symbol so modern? It's the contrast between the cheery, chemical yellow and the rigor mortis. As if the cheery guy didn't know he was dead,
or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense the forces of future are at work here. These forces of future have chosen to pick something that reminds you of you. Du siehst dir das langweilige Vorhängeschloss erneut an, weil es so schön absurd ist. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. Wow, dadurch, dass wir Mechanik nur auf 2 haben, ist das jetzt natürlich eher sad, aber wir versuchen mal den Aufkleber abzuziehen, ohne ihn zu zerreißen. There's nothing like the sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck to your thumb. Du klebst den Aufkleber in dein Fallbuch nach dem letzten Eintrag, wo er hingehört. Du klebst den Aufkleber auf dein Fallbuch, genau auf den Einband. Du schüttelst ihn von deinem Daumen ab und lässt ihn vom Winde verwehen. Nein, wir kleben ihn in das Fallbuch, nach dem letzten Eintrag, wo er hingehört. Looks like today was a gold star day. Wir inspizieren mal. Achso, Moment. Können wir jetzt. Okay, ich meine, das war ein Geheimauftrag, ja, okay. Aber wir kommen gerade nicht ins Inventar. Okay. Schauen wir dann mal, ob wir den Aufkleber irgendwo sehen können. Ich bin gespannt. Wir inspizieren mal die Krampe. The padlock passes through a staple that's been hastily attached to the wood. Closer inspection reveals that one of the screws is not a screw at all, but a nail. The work has been done recently and is unprofessional, to say the least. Should you want to get through, it might be easier to just pry the whole thing off. Wir rütteln erstmal an der Tür und gucken, ob sie so aufgeht. Nothing happens, only the sound of the padlock rattling against the door. Gut, dann versuchen wir es doch mal. Du setzt unmittelbaren Zwang gegen das Vorhängeschloss ein. Ich weiß nicht, ob unmittelbaren Zwang hier einfach komisch übersetzt ist. Vielleicht hätte es eher direkte Gewalt sein sollen, aber gucken wir mal. You jam the pry bar between the lock and the staple and apply force. Your biceps bulge from the strain. The metal creaks and squeals. The pathetic old wood, rusty screws, and one nail stand no chance against the forces of leverage. From deep within, a bellow rips. Suddenly, the pry bar snaps. Metal shavings fly everywhere. The upper half, between the lock and the staple, falls to the ground with a thunk. Ich habe die Brechstange kaputt gemacht? Gottverdammt. Du siehst dir das kaputte Werkzeug in deiner Hand an. The broken edge of the snapped pry bar is smooth. Took the tip right off. A bad omen. Beware of this church. Was zur Hölle? Wie ist das überhaupt möglich? Your muscles do not know. This shouldn't happen. You're sure the wood looked weak. Naja, was habe ich auch schon von einer Brechstange erwartet? Wo bekomme ich eine neue her? The church does not reply. The wood now seems less rotten. The screws and one nail almost shimmer with perseverance. Heavy wooden doors. Okay. Weird. Und die Brechstange ist weg. Das ist ziemlich scheiße. Wo ist denn... Hier ist das Fallbuch. It's the ledger you found in the... Oh, and an incredibly cool... Nein, wir werden den Sticker einfach nicht sehen. Ich fand die Anspielung trotzdem sehr schön. Ich hätte es cool gefunden, wenn man den Sticker noch irgendwo gesehen hätte, aber auch so ganz nett. Alrighty, dann schauen wir mal, was wir hier hinten noch machen können, ohne Brechstange. Können wahrscheinlich total beim Dings, wie heißt er denn? Was ist das denn für...
Was denn gerade für Geräusche? Beim Pfandleiern ist das Wort, was ich suchte. Können wir An wahrscheinlich. old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. Was ist das hier überhaupt? The concrete structure looks military in origin, over half a century old at least, but sturdily built. Ja, mit Mechanik unmöglich können wir das halt vergessen. Und das ist eine rote Challenge, die können wir halt nur einmal machen. Also mit 3% Chance gehe ich da nicht ran. Das macht gar keinen Sinn. Da müssen wir halt mit 12 würfeln, alles andere verliert. Also da war die Falle. Da waren wir. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was. Unter einem Stein versteckte Zigarettenstummeln. Der Marke irgendwas. Du machst dir im Geiste eine Notiz. Tiomitiri, das war die Zigarettenmarke, scheint irgendwie wichtig zu sein. Hier hat jemand ein Lagerfeuer gemacht. Vor langer Zeit. Ein verrosteter, defekter Schaltkasten für den Funkturm. Die Leiter ist zu verrostet, um sie zu benutzen. Diese Luft hat ihr zugesetzt. Ein duftender Schal. +1 Schauder, -2 Körperapparat. Die Krawatte nichts dazu zu sagen? Dieser leichte Frühlingsschal riecht nach einer Mischung aus Männerparfüm und billigem Waschmittel. Jemand muss ihn vergessen haben. Wahrscheinlich bei einer Verabredung? Trag ihn, wenn du dir vormachen willst, dass der Frühling endlich da ist. Danke, ich bin nicht in Stimmung. Winzige Fjorde weit, weit draußen. Hinter dem Punkt, wo die Pfähle zusammenlaufen. Okay, cool. Hier. Wir haben einen Bolzenschneider. Vielleicht können wir das Schloss an der Kirche mit dem Bolzenschneider einfach aufschneiden? Maybe? Oh, was haben wir denn hier? Ein weißes Polohemd, +1 Rhetorik, -1 Empathie. Dieses Hemd sieht abgenutzt aus und müffelt etwas. Du fragst dich, wer das wohl in einem Terracontainer zurückgelassen hat. Was für ein Mann muss man überhaupt sein, um ein Polohemd anzuziehen? Das könnte eines der Geheimnisse des Lebens sein, die nie gelüftet werden. Schön. To be fair, ich kann mich nicht daran erinnern, mal ein Polohemd getragen zu haben. Hieran ändert das wahrscheinlich einfach nichts, ne? An old door, worn by elements. Da macht auch der Bolzenschneider keinen Unterschied. Das war aber irgendwie zu erwarten. Righty right. Dann gucken wir mal, was die Tür sagt. Wahrscheinlich nichts Neues. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand. This cheap-looking padlock is still. Okay. Hier können wir auch nichts mehr machen. Tja gut, dann wohl nicht. Oh, da drüben ist noch was. Kann ich hier einfach rüberlaufen? Ach was, man kann... Okay, das hätte ich halt einfach völlig übersehen. You see that seagull up there? Remind you of anybody? Mir fällt niemand ein. You and the seagull are just alike. Ach ja? Warum bin ich wie eine Möwe? Think about the seagull's story. It's one of endurance and adaptation. The seaside was paradise once. They were birds of that paradise. Then their paradise became Shit City. And what did they do? They became urban survivors,
eating burgers out of trash cans, killing and eating pigeons. No time for that sentimental bullshit. They're hustlers getting shit done. They're one pair of track pants away from gangsters, just like you. Moment, habe ich jemals einen Burger gegessen, den ich in einer Mülltonne gefunden habe? You have. The body remembers. Okay, vermutlich bin ich ein bisschen wie eine Möwe. Exactly. The seagull does what it takes, and so do you. You've got that same spirit in you. When the time comes, you'll push yourself. Okay. Das gab einfach einen Hitpoint und ein Moral wieder. Nice. Hier kommt wahrscheinlich nichts mehr, ne? Naja, okay. Righty right. Was haben wir hier? Das muss viel Geduld erfordert haben. Das sind so gestapelte Steine. Oh, hier ist noch wer. Okay, gehen wir gleich hin. Erstmal ein bisschen umgucken. Mit Pastellkreiden angemalt. Jemand versucht der Welt etwas Heiterkeit zu schenken. Der Müll einer ausschweifenden Party. Eine ins Eis getriebene Stange hält das Zelt aufrecht. Naja, aufrecht, ich weiß nicht. Weitere archaisch anmutende Zeichnungen. Dieser Pfahl ist mit kleinen menschenähnlichen Darstellungen verziert. Okay, was haben wir hier? A pane of Eternite has been planted into the snow. 2 poles are holding it up. Barely holding it up. It could fall over any minute. A stronger gust of wind might be enough. Aber wir können das total umstoßen und haben dann eine Brücke nach drüben, ne? Das ist einfach ein Shortcut. Was ist das? Looks like a makeshift bridge currently drawn up. Na, dann stoßen wir es doch mal um. The pane falls into the icy snow with a soft thunk. Was liegt denn da? Ah, Geld. Natürlich. Warum liegt hier eigentlich überall Geld rum? Das ist jemandes zweites Zuhause. So wie deins. Wir gehen einfach mal rein. Er The ist ja gerade tent is beschäftigt. just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young men, all in forward-looking apparel, reminiscent of the sticker on the padlock, are listening to some new form of music. It's like nothing you've ever heard. One of them looks at you. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass da Leute drin sind. Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. It's safe to assume this is their leader, or at least he thinks he is. Na dann mal rein da. Riecht nach Schweiß, Waschmittel und einem Hauch von Äther. Ein Lautsprecher von der großen Sorte, die bei Konzerten zum Einsatz kommen. Ein Haufen Nasensprays, Marke Nosafed Ultra. Wild, wild, ich will es sehen. Was ist mit dem Kind in dir geschehen? Oh, ist das der Songtext? Das ist nicht... okay. A young man with peroxide blonde hair holds up a Harman Welshi tape player, nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile and says, as though you're supposed to be sharing some tremendous evangelical secret. Hardcore! Wir sagen nichts. Hardcore! Ich sag immer noch nichts. Hardcore to the mega! Alles klar. Here comes the night! Could there have been a right way out of this garden of forking paths, you think? Okay. Kanister, die mit Wasser gefüllt zu sein scheinen. Auf den Etiketten steht destilliert. You see a youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. He puts the toothbrush down and extends his hand in greeting. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you.
Na, dann schütteln wir doch mal die Hand. His grip is strong, sweaty, and warm. He's trying to project and inspire confidence. This is my posse. Noid. The young man with earrings looks at you suspiciously. And Egghead. Egg! Aus dem Tonbandgerät über seinem Kopf dröhnt weiterhin eigenartige Musik. Together with a Settle Burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organisers. Moment, wie viele Musikveranstaltungen habt ihr denn schon organisiert? We have many in the pipeline, officer. Warum seid ihr hier? You see, we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Also for talent. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Place is a shithole. I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Das ist nicht nötig. Es ist hier ja wirklich schlimm. Which brings me to the problem of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. Was redest du denn da? I'm talking about the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Dopeheads. Burnouts. Er spuckt wütend auf eine Schraube und fängt dann an, sie zu säubern. Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that, in Revachol. Strike that! The world! And sadder yet, because the dopeheads and burnouts hold up in there were the worst kind. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dopeheads and burnouts really are. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Ich dulde keinerlei Narkomanen in meinem Zuständigkeitsbereich. Narkomanie nicht mit mir. Du schüttelst würdevoll den Kopf. Nein. Wir fragen mal, und welche Art soll das sein? The spooky kind. Was meinst du denn mit schaurig? I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community centre and a place of spiritual refuge. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. People just wanna spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Ich werde mich der Sache annehmen. Erzähl mir mehr. All right, man. Andre's obviously very happy you took him seriously. The whole tent is. The boys exchanged giddy looks. Hast du das Vorhängeschloss an die Tür gehängt? Yes. I asked Noid to install a measure against more drifters wandering in. It's a temporary fix. Just something to contain the situation. I had to do it in an hurry. Not my best work, but it should hold for a while. Was ist mit dem Schlüssel? Of course. Noid, give the officer the key. All right. Schwierig. Na schön, der Speedfreed steckt die Hand in seine Gürteltasche und holt einen gelben Schlüssel hervor. Mit einer plötzlichen, cool anmutenden Bewegung wirft er ihn in deine Richtung. Wir probieren das schon, oder? Wir versuchen ihn zu fangen. Es wird total nichts werden, aber wir versuchen es. It's as if time has frozen somehow. You think you can sense the key moving in the air. Yeah, this is going to be way cool. Du ruinierst den coolen Augenblick nicht, indem du es übertreibst. Ganz entspannt hältst du deine Hand hoch vor dein Gesicht. Blam! Straight in the eye. Straight in the old eye orb. In the looking ball. Man up. It's nothing. Pick the goddamn key up. Put it in your pocket and move on.
Mit einer Hand über deinem Auge hebst du den Schlüssel auf. Oh, langsam bin ich zu alt für sowas. Wo waren wir? My bad. He looks like he's genuinely sorry he didn't throw them better. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah! Ich wollte mehr Fragen stellen zur Kirche. Hi again. So, how things going? Wer genau sind diese Leute in der Kirche? Truth is, I don't really know. None of us do. I don't even know how many there are. All we've seen are glimpses. Ihr habt sie nicht mal gesehen und wollt die Polizei einschalten? Well, there's also the machinery. This machinery is of the deeply mystical variety. When I first scouted the place, back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. Andre, tell him about the feeling. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. No, the other one. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. Felt like silence. Awful silence. Aber ihr habt niemanden gesehen? Not exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church. A couple of times. And we felt someone or something eyeing us inside. But that's kinda it. Was war dieses Etwas, das euch beobachtet hat? Like you aren't alone, you know? It wasn't quite human, if you know what I mean. It was this dark shape climbing upside down along the ceiling, like some kind of crab man. Ein Krabbenmann. Yeah, you know, the way it was climbing up and around the ceiling, like a crab. It was stalking a cell, exhibiting ambush behavior. Seid ihr sicher, dass es ein Krabbenmann war? Lauerjäger. Du nix. Krabbenmann. Mhm. Crab man! Yeah, totally. I mean, I didn't personally see it. Estelle was alone that time, but I believe her. If she comes out running and says there's a crab in there, there's a crab in there. You should ask her about it, but be nice. Don't tell her you don't believe in the crab. The implications of this are too numerous to consider. Proceed with caution. Learn all you can before entering that dark building. Kannst du mir mehr über die Maschinen erzählen? You should talk to Noid about that. I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. With a small surge of PEA, alertness fills you, as if to say, this is a dark corner. Look behind it. Mit einem Snuff-Sender verbunden? It means like one of those rich boy private radio stations, where you can listen to people getting killed on, then jerk off to it. Sick shit. Not that we would know anything about that. Noid just likes to relay stuff. We're getting derailed here. In short, you can tell to Noid about the machines. He'll tell you more. Wie kannst du sicher sein, dass sie Kiffer und Junkies sind, wenn ihr sie noch nicht mal gesehen habt? Well, honestly, I can't. But I am. Okay. Why not? Let's go with that. Gegen das Argument habe ich nichts einzuwenden. I'm 70% sure they're substance users. Don't let the technology fool you. Okay, reden wir über etwas anderes. Sure. What? Wegen der Kirchentür. Wie lange sind die Leute dort schon eingesperrt? Not long. Like a week, maybe? Eine Woche. Wie kannst du dir sicher sein, dass sie inzwischen nicht schon verhungert sind? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%, maybe 85% sure they're still alive. 85% sind nicht genug, wenn es um das Wohlbefinden einer anderen Person geht. 85% sind genug. Schließlich ist niemand unsterblich, Baby. Nee, schon das Erste. Okay, I'm sorry.
I'm sorry too. I guess it wasn't very hardcore of us to just lock them in like that. Me too. I shouldn't have that kind of power over another person. I'm not the one with the violence monopoly here. You are. I'm glad that key is out of my hands now. Okay, andere Fragen. Sure, man. Tell us what you want to know. Let's do it. Was ist mit Eierkopf los? Ich will mit ihm sprechen. He's a quiet man, mostly communicates through music and by being a master of ceremonies. Was ist denn ein Master of Ceremonies? You know, a host, a declaimer of slogans. He's a performer, gets the people going. Wie kommunizierst du denn mit ihm? Well, he's just kind of here. I don't really know how to communicate with him. Hast du jemals richtig mit ihm geredet? Yeah, sometimes. When I stumble and find my way into his center, you have to hear a lot of hardcore to the mega first though. The man smiles mysteriously, choosing to let the beat speak for itself. Du hast gesagt, dass Ekklesiasten die Kirche besitzen. Wer sind diese Ekklesiasten? Oh yeah, that's a meteor and name for the founding party. Thought it'd be cool to use it. Bevor wir weitermachen, was meinst du mit meteorisch? You know, of Meteo, concerning Meteo. Meteo. Meteo, a country on Muindi, on the Muindi Isla. Ja, der Bund der Gründer, den kenne ich. Aber könntest du mein Gedächtnis vielleicht ein bisschen auffrischen? Come to think of it, I've never really looked them up, you know. I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religious organization. Und? And they have roots in ancient mass society. And they're the custodians of the Pericanassian church. Plus, they anoint the innocents. They, made the innocentic system, no? Es hört sich nicht so an, als ob sie einen Tanzclub in ihrer Kirche gutheißen würden. You're totally wrong about that. Okay. The Pericanassian church is about love. And Nordic music is about love. I got love for my Pericanassian posse. Love is the relay out of death. We dance! Er schleudert das Tonbandgerät heftig hin und her, als ob er es kaputt machen wollte. Love is hardcore! Unity! Unity! Make some noise for my Insulindian posse! Er dreht die Lautstärke auf und blickt dich mit einem wissenden Nicken an, als ob du jede Sekunde in einen wilden Tanz ausbrechen würdest. You feel it, the anodes and the cathodes coursing through you. Your big toe starts tapping along to the bass, as if testing the waters. Keine Worte. Genieße den Beat. Du nickst. Feels good. Ich nehme an, Liebe kann durchaus Hardcore sein. Oh yeah, it can! He's coming around. You're getting it. Ich verstehe nun, dass es etwas daneben war, etwas anderes zu behaupten. Nordische Musik ist tatsächlich Liebe. Genau wie die perikanassische Kirche. Und ich frage ihn erstmal, was eine Posse ist. Your posse's like your people, man! Like you got your cup posse, you look out for each other and you party together. That's a posse! And where is your posse, detective? Nothing comes to you. The world is silent. Es hört sich so an, als ob du einfach nur irgendwelche Begriffe aufzählst. Liebe, Posse, Lärm machen. Are we? Er blickt dich geheimnisvoll an. Yeah! Der junge Mann mit dem großen Kopf genießt es richtig, wenn sein Freund seine mysteriöse Masche abzieht. Okay, ich verstehe nur, dass es etwas daneben war mit der Musik und Liebe und Kirche und so. Yeah! Yako Qatar, the place to be! He seems ecstatic that you share his vision of Pericarnassianism. Do it for the masses. Do it for the crew. Sein Freund ballt die Faust und hält dabei den Schraubenzieher weit in der Hand, voller Anerkennung. I didn't want to say it, but it was pretty lame of you to imply otherwise. Anyway, you got more questions? The one with the large head is still looking at you, nodding his head, waiting for your body to start moving. Yeah! Let it out! Let the disco happen! Bring the
and disco into this world. Get this church shit on and then dance there, motherfucker! You feel like you could go for a little disco when, or if, they get this club going. You've got it in you. Mhm. Ich wollte dich zu diesem Zelt voller Ausrüstung etwas fragen. Yes. What? Wie ich sehe, habt ihr euer eigenes Wasser mitgebracht. Yeah. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. Und destilliert ist es auch. Oh, Er weiß nicht, was er sagen soll. it's the one they sell at the fuel station. Warum habt ihr so viel Nosaphet? The what now? Du zeigst auf die Nasensprayflaschen in der Ecke. Das Nosaphet Ultra. Hier liegt eine Menge davon rum. Oh, the old Ultra. I have a major sinus infection, stuffy nose. We all do. Shit's all blasted up. Winter. Can't even breathe. Für mich hörst du dich ganz normal an. Yes, that's all Nosafed's doing. Without the Noser, I'd be drowning in shit right now. Nosafed is the shit. Gut, und jetzt weiter im Text. Achso, darf ich etwas davon haben? Ich habe auch Probleme mit meiner Nase. Sure. Here you go, officer. The Noser. Blast away. Nice. Sage ich Ihnen, dass hier stinkt? Nö, ich glaube, das wissen die. Okay, das reicht jetzt. He nods enthusiastically, no doubt a little relieved. Ja nun, vielleicht ist nicht alles genau so, wie es dir erzählt wurde. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Lage zu analysieren. Nun, ich glaube, dafür sind wir zu dumm. Schade. Das war's fürs Erste. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah. So you had a talk with Andre, and now you want to discuss things with Noid. Good. Die Löcher im zu großen Pullover des Speedfreaks kannst... Durch die Löcher in seinem zu großen Pullover des Speedfreaks kannst du seine Haut sehen. Vor ihm ein offener Werkzeugkasten voller Tischlereiwerkzeuge und Teile. It's good you talked to Andre first. Gave me time to get a reading on your sign. Can't really talk to people before you get a reading. Er fährt sich mit der Hand durch die Haare, die pseudo-ernsthaft zurückgekämmt sind, und fummelt weiter an ein paar Zahnrädern herum. Sinus, Sir? Yeah, gotta compare. See if we can align. Interessant. I suck at socializing, man. Even now, our sign synchronization is way off. But I'll see what I can do. An dem Vorhängeschloss ist mir ein Aufkleber aufgefallen. Kannst du mir etwas darüber sagen? A sticker? You mean the yellow one? Can you describe it to me? Interesting. He wants you to describe it, though he already knows what it looks like. Okay, also wir zeigen ihm auf gar keinen Fall den Sticker. Wir sagen ihm nicht, dass wir den abgemacht haben. Und wenn er möchte, dass wir ihn beschreiben, beschreiben wir ihn. Das ist ein gelber Kreis, ein menschliches Gesicht mit Xen als Augen und darunter einem Lächeln. Ich glaube, die Xe bedeuten, dass der Typ tot ist. Good. What did you want to know? Hatte ich recht? Ist es ein lächelnder Toter? Yes, you're the 23rd person to get it right. And I've asked 23 people. Looks like it's a dead guy smiling to the entire human race. Okay, was bedeutet das? He defeated history. We are living in the age of history, and in the eyes of history, we are always already dead. How can we ever smile then? Because history is a lie, and so are its deaths. The present moment and life are the hardcore. The hardcore expels death. Or maybe he's not dead. Maybe he's just really ecstatic about the beats. Or drugged out of his mind, come to think of it. Oder ist in einem Drogenrausch? Or drunk. Or in a clinical coma. All glad to be dead. But those versions suck. Was macht den Aufkleber so modern? Simplicity was brought to us by classical solarist modernism. But that was a tasteful, harmonious simplicity, right? Well, hardcore
is not tasteful or outwardly harmonious. It's a warning shot. This will be dangerous. The echo of man's loss haunting him. The sticker, the clothes, the music, same thing. Klingt spitze. It is. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt erstmal ausgereizt. I guess one could write an entire treatise on the thing. But what for? Warum hast du einen Noid? The hardcore aesthetic is esoteric. It's not meant to be discussed with the law at this moment. Er hebt ein kleines Gerät auf. It's not easy to reach a harmonic resonance of signs without some adjustment. Heißt das, wir brauchen eine Sinusangleichung? Yes. Further sign matching would do good for us. One way to achieve this would be by getting us into the church. Erzähl mir von den Maschinen, die du in der Kirche gesehen hast. Weird stuff. Specialized. There was a data processor and some sort of long-wave machinery. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the supernatural. Und was hast du gegen das Supernatürliche? Nothing's wrong with it. You should definitely be researched. You can still do sick shit with it though. The sickest. That's perhaps why it should be researched. Das Supranatürliche. Du glaubst also, dass es das wirklich gibt? Dass es tatsächlich existiert? Most of it doesn't exist. But there's also stuff that isn't allowed to exist. Because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights, that kind of stuff. Okay, vielleicht komme ich später wieder. Irgendwie mag ich die Mucke. Keine Ahnung warum. The young man with the tape recorder acknowledges your return. This is hardcore. Ist es das? It's hardcore! Du sagst immer wieder, dass es Hardcore ist. Sehe ich das richtig? Skibber D, Skibber Danger. I am the rearranger. Your cop training did not prepare you for this. What to do? Back to the heavyweight jam. Hardcore! Ist es das? It's hardcore! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Skibber D, Skibber Danger. Your cop training. Okay, es gibt da irgendeinen Weg durch. Irgendeinen. Mal gucken. We're close. True, hard, full, car. Du sagst nichts. Hardcore! Aber ist es das auch? Ich meine, wirklich? Yeah! Du kannst den ganzen Tag lang Yeah und irgendwelche sinnbefreiten Sätze rufen, aber der Track klingt für mich trotzdem nicht hart. Spinning out lyrics since the day I was born. And the amount of lyrics I got is against the law. We're close. True, hard, full, car. Hardcore! Aber ist es das auch? Yeah! Yeah. Lucky Ersky, Materialski. Okay. We're close. True, glaub- hard, full, car. Ich glaube, wir waren am Anfang schon ganz gut dabei. Hardcore! Wir sagen immer noch nichts. Hardcore to the mega. Wir sagen immer noch nichts. Internally coherent. Ich sag immer noch nichts. All car, all right, yeah! Ich sag nichts. He furrows his brow as his very large head traces the sublime, invisible movement of the music in the very real air of the stuffy tent. Hardcore! Ah! Er schreit qualvoll und übertönt den eher schwachen Beat darunter, der offensichtlich nicht wirklich Hardcore ist. So Hardcore! Is it though? Er hört abrupt auf, sich zu bewegen und neigt den Kopf zur Seite. Genau das habe ich eben auch gedacht. One mind, one spirit. There's no other world. There's no other life. We're close. True. Hard. Hardcore. Hardcore is internally coherent. All core. All right. He furrows his brow Hardcore.
Hardcore! Ah! Nein, aber mal im Ernst. Ich mache mir Sorgen, dass es das nicht ist. The question is, what is the question? Das wäre gut gewesen, wenn ich dir eine Frage gestellt hätte. Habe ich aber nicht. So ist es nur Schwachsinn. But there was a question? We're close. True. Hardcore. Hardcore is internally coherent. All core. All right. Yeah. He furrows his brow. Hardcore. The question is, what is the question? Beantworte einfach die Frage. But there was no question. Okay. We're close. True. Hardcore. Internal. All. He furrowed. Hardcore. Ah. Ach, Moment. Dann kommen wir hier gar nicht weiter, oder? Is it though? Ist es. But is it? I mean really? Die Frage ist, was ist die Frage? No, but seriously, I'm a bit worried it isn't. Er runzelt die Stirn und beginnt dann, seinen Kopf wieder hin und her zu bewegen. The skin on your back is crawling. For a second, you can't even hear the music anymore. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane, right next to the canal. Don't be alarmed. Everything is okay. He isn't actually worried. Everything is still super hardcore. What he probably means is, it could be even more so. Warum sind auf deiner Gürtelschnalle Lungen zu sehen? Lungs are for love. Was haben Lungen mit Liebe zu tun? When Dolores Day was anointed innocence, her lungs started glowing through her body. For the world loved her, and she loved it back. Yeah! Natürlich. Why wouldn't they be? Are the lungs not the place where you hold the breath of your soul? Im Ernst? I think so. Tja, schließlich befindet sich in den Lungen der Atem der Seele, nicht wahr? Highly gaily. Du hast gesagt, du machst dir Sorgen. Was stimmt deiner Meinung nach nicht mit der Musik? There's nothing wrong with it. I'm still in love with the hardcore. Plötzlich wird er nachdenklich. Sometimes I just feel like anodic music is in its infancy, you know? For example, take this Arno van Eyck jam I've been pumping for the last months and will continue pumping for the rest of 51. Isn't something holding it back from being hyper? Er überlegt einen Augenblick. Dann hält sich sein Gesicht auf. It's like it's only ultra. I think it's super hardcore, but you're right. It's not hyper hardcore. If anything, it sounds a bit proto, like it's not fully formed yet. You might be a moribund alcoholic and a failed cop, but you are pretty certain a thing cannot be both proto and hardcore. Er ist Proto. Überhaupt nicht Hardcore. Wow! Culture cop! I think you might be right. But how could it become hardcore then? I know it in my heart, but cannot think it in my head. If this is not hardcore, how could anything be? Das hört sich verdächtig nach einer Frage an. Ich dachte, die Frage ist, was ist die Frage? Du überlegst, ob irgendetwas ihn Hardcorer machen könnte? Moment, gerade ist mir etwas eingefallen. Ich bin von der Polizei. Damit kann ich gerade nicht helfen. Ich brauche etwas anderes, etwas Besonderes. Ich dachte, die Frage ist, was ist die Frage? No! This is the answer! Oh, ja, what? Also überlegst du, ob irgendetwas ihn Hardcorer machen könnte. What? Guys, there's something happening in his head. As your mind works, the beat recedes from your ears. You hear your own blood pulsing through your head, nourishing your thoughts with oxygen. The rhythm is familiar. Du denkst noch intensiver nach. Oh yeah! He's doing it! Du fühlst, wie das Blut durch deinen Kopf fließt. The abstract shapes swelling in the foreground have done so in vain.
This is a core matter. The answer in the double kick that moves the milliliters through your mind. The dark thud is the source of all rhythm. The inspiration behind mathematics. The hardcore. Meine Vorstellungskraft lässt mich im Stich. I know, so does mine. Er lacht und schüttelt den Kopf. But there's something else that hasn't failed you. Moment, gerade ist mir etwas eingefallen. Ich bin von der Polizei. Uh-huh. Schon gut, dass ich ein Polizist bin, wird uns nicht weiterhelfen. Wahrscheinlich würde uns das eher behindern. Und ich habe einen Job, um den ich mich kümmern muss. Nicht um diesen absurden Schwachsinn. Und tschüss. Wahrscheinlich würde uns das eher behindern. Oh, Aber ja, ich kann dir gerade nicht helfen. Ich brauche etwas Besonderes. yeah. Vielleicht kann dein Körper dir verraten, was bei Arno von Eyck's Gem fehlt, um ihn Hardcorer zu machen. You know it in your lungs where the pressure should vibrate, in your heart that's alone, and in your solar plexus where the hits should land. So does every Corday animal. Er braucht mehr Bass. What? Der junge Mann machte eine plötzliche Bewegung, als ob er gleich die Lautstärke runterdrehen wollte, aber das wäre unerhört. Und eine Melodie, eine gute Melodie sorgt dafür, dass der Song richtig hängen bleibt, sodass man ihn nicht wieder aus dem Kopf bekommt. Du zeigst auf deinen Kopf. Wow, okay. We should start with the melody. But where would we get that stuff from? Keine Ahnung, ich dachte, du würdest das wissen. I'm sorry, I don't know anything about Nordic music. I'm just the party boy. I get the people going and say it's hardcore. He feels ashamed he can't be of more service to the future of dance music. Okay, ich kümmere mich darum. Ganz offiziell. Die Polizei muss dafür sorgen, dass die Beats härter werden. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, der Bass muss ficken. In Ordnung. Mal sehen, ob mir selbst etwas einfällt. Eine Ermittlung rein als Bürger. Nein, dafür habe ich wirklich keine Zeit. Klar, warum sollten wir den Auftrag nicht annehmen? The young man falls silent with appreciation. He even tries to contain his smile, as if it could hinder your investigation. Basically, what you need to find here is a tape with some banging music on it, so that Egghead could use it to remix Van Eyck's Jam. Yeah, maybe that street hawker across the pawn shop has got some tapes to sell. That's just an idea. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain, right next to the canal. A reel of magnetic tape is caught in its branches, like bronze ribbons blowing in the wind. Es ist kalt. Does it? Rue de Saint-Gislain. Da war ich schon mal. Oh, I know this. I can tell you where it is. St. G is the boulevard before the canal bridge. The one that takes you to the whirling in rags and the industrial harbour. It's got the lanterns and I knew that. I could have said that. the mosaic sidewalk. But it's all blocked with that stupid traffic jam right now. Anyway, Du schüttelst das Gefühl ab. Anyway, that's all yours to figure out, Copman. Copman! Hey, ich habe ein Tonband dabei. Nee, das ist nicht das Tonband, was ich ihm geben möchte. Das ist nicht das... Okay, ciao. Alright! Ich hoffe, wir müssen das ganze Gedöns nicht wieder mit ihm durchmachen. Kontrolliere die Fallen, Nachtclub, Sinusse, Hardcore. Wir haben nur ein Tonband dabei und das ist das, was ich für Karaoke brauche. Righty? Righty. Ja, das ist die leere Tonbandspule. Aber das ist die... das ist schon das, was wir brauchen. Ich denke, ich weiß, wo wir das Tonband herkriegen. Dank Shivers. Gucken wir mal an. Okay, ich denke, wir gehen mal. Wir haben hier draußen ja auch noch eine Person sitzen. A shaggy-looking girl,
in her late teens or early 20s, kneels on the ice with an electronic contraption in her hand. Hearing you approach, she looks up. Oh. Hello there. She must be Estelle, the last of the speed freaks, posse. Die richtige Antwort wäre gewesen General Kenobi, aber okay. It's cold out here, but she's not wearing a hat. She must be freezing. Everyone knows drugs make you invulnerable to cold. You bet this one likes to party. Liebes Kind, es ist eiskalt. Hast du denn gar nichts aufzusetzen? Holy shit, nein, das sagen wir auf gar keinen Fall. Du musst Ashel sein. That's my name. I take it you have met the others. Did they tell you about the church and the club thing? Das haben sie. Will you help us? Ja, und wie ich euch helfen werde. Great. Let us know if there's any progress, will ya? We've been waiting for weeks here. Und, willst du Party machen? What? Sie blickt verwirrt zu dir hoch. Du sagst es noch einmal, diesmal lauter. Vielleicht hat sie dich wegen des Windes nicht gehört. Willst du Party machen? Du bist zu leise. Yeah, I heard you. What do you mean by party? Was ich damit meine? Ne, dass wir uns Drinks besorgen, wieder herkommen, uns aufs zugefrorene Meer setzen und saufen. Bis wir anfangen, über abgefucktes Gefühlszeugs nachzudenken und uns darüber zu unterhalten. Über die übelsten Themen. Was ich damit meine? Dass wir uns Drinks kaufen und uns direkt im Schnapsladen das harte Zeug in die Birne knallen. Anschließend bekomme ich dann erklärt, was Party bedeutet. Sorry. I have stuff planned for tomorrow. Gotta run around. Try to make some money. Okay. It's not that she has to run around and make money. It's more like she's concerned about her well-being. It's also not entirely because she's afraid of you. You can't really put your finger on it. Die anderen haben mir erzählt, dass du in der Kirche warst. Was hast du da drin gesehen? Oh, that. You're not gonna believe me. She's less prone to blurt it out, crab man, than the others. Na, das wollen wir ja mal sehen. Erklär's mir. Okay. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Noid calls it a mainframe. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. Okay, erzähl weiter. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall. Upside down like a crab, down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me. Right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. Wie sah der Krabbenmann aus? It was too dark. I couldn't tell exactly. Ich nehme dir die Geschichte ab. Du hast dich geirrt. Why? Zu haarsträubend für eine Lüge. I guess so. Anyway, what else? Ich wüsste gern mehr über deine Bekannten. My associates. I haven't got much to say about them. Du musst doch irgendetwas über sie wissen. Of course I do. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. I don't provide information on them. Okay, was ist mit dir? Erzähl mir etwas über dich. Me? I'm a silver bird. Okay, vielleicht frage ich dich später nochmal. Don't know what makes you think it'll be any different later, but Was hast du da für ein Gerät? this is a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. Und die Kabel? Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact microphone. Was ist denn ein Kontaktmikrofon? A contact mic records sounds from inside things, like this ice. Und wie funktioniert das Ding? The mic? I don't exactly know. Somehow it doesn't pick up vibrations from the air. The book said it only picks up structure-borne sound, if you like technobabble. Wo hast du das her? Same place I got the recorder from, the Palaceum. Was ist denn das Paliseum? Oh man, you haven't been to the Palaceum?
It's the coolest place in this whole drug-addled shithole. It's a music club and a synthesizer workshop on Boogie Street in Jamrock. Musicians live there, like real musicians. I once saw Arno van Eyck. Thinking about it really cheers her up. It's a long way from here, though. Klingt interessant. Wer ist dieser Arno? Klingt wie ein Ort, an dem Homosexuelle dem Vergnügen frönen. Was zur Hölle, Alter. Nein, wer ist dieser Arno? Oh yeah. Guess you wouldn't know Van Eyck. Or really be a Palaceum-going kind of person. Ich gehe voll ab. I don't know what that means. I grind. I don't know what that means either. Ich auch nicht, aber ich habe konkrete Beweise dafür, dass ich rocke. Nämlich ein zerstörtes Tonband und ein völlig demoliertes Hotelzimmer. That's cool. Sie scheint nicht zu wissen, was sie sagen soll. Aber sie pustet in ihre hohlen Hände, um sie zu wärmen. Du hast recht, die Zeit war nicht gnädig mit mir. Sucks, man. Was there something else? About the contact mic, perhaps? Ja, ich habe noch Fragen, bei denen es nicht um das Mikro geht. Okay. Was machst du hier draußen? Recording, I guess. Und was genau nimmst du auf? I think I'm recording cracks in the ice. But there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded your footsteps too. Not sure how that will sound. Moment, was ist mit den Kopfhörern? My boyfriend sold them. Aber warum? I don't know, man. Things. Just stuff you need for life. Everything checks out, sire. Und wozu dienen diese Aufnahmen? Das Knacken des Eises, die Schritte? The musicians in the Palaceum used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy sounds like that. It's hard to explain. Du nickst nur. Anyway, I thought I'd make some too. It's supposed to be, like, a music place anyway. The girl is cold all of a sudden. Very cold. I don't really know what I'm doing. They use synthesizers too. I don't have a synthesizer. She looks at the recording device. The thing she thought would fill her hours with joy and escape. It's turning out to be an empty fantasy. She feels childish. Very useless all of a sudden. The sharp drop in endorphins is almost visible. Like a warm blanket has fallen off her shoulders. The wave of chill. The quivering jaw. Indications of a drug high. Soll ich dir meine Jacke geben? Du fängst an, sie auszuziehen. No, man, fuck that. I'm sorry I said that. I'm sorry about the fuck. Na schön. She's shivering a bit. Du hast gesagt, es soll ein Musikclub sein. Hast du damit Andres Pläne gemeint? Die Kirche? Yeah, the boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Stupid. It's really not gonna be a Palaceum, that's for sure. Die Jungs? Yeah, Andre and the guys, inside the tent. And why is that? Und warum frierst du hier draußen, während die Jungs im Zelt sind? They got too much stuff crammed in there. No room. Was für Zeug denn? Didn't you see it yourself? It's mostly music stuff, like this tape recorder, but bigger. Warum lässt du nicht einen Teil der Sachen draußen, damit du nicht frieren musst? That stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us, really. Doesn't matter. I can take the cold. Ich habe weitere Fragen. Go ahead. Ja, weiß ich halt nicht. Erzähl mir mehr über diesen Musikclub, den ihr in der Kirche plant. It's supposed to become, like, a club for anodic dance music, like that new style of synthesizer stuff they play at the Palaceum. Except that, yeah. Sie betrachtet die alte Holzkirche auf den Pfählen, als eine heftige Böe das 6 Stockwerke hohe Gebäude ergreift, heult es klagend auf. The floorboards are twisting, and the shooting beams are slowly cracking, like bones. Far east of the Golden Delta, beyond the industrial port, there is a black patch of unlit coast with the smallest creatures on the ice. There will never be a club for anodic music here. Not in a million years.
Wir haben genug über die Kirche geredet. Ich hatte noch weitere Fragen. Go ahead. Ich versuche mal, das Tonband aufzuheben, aber mit 28% Chance? Ja, probably not. The device is still warm from her touch and heavy as a brick from the batteries inside. The company logo, Omicron, adorns its yellow plastic cover. Inside, the tape is rolling. The girl looks at the device in your hands. Es tut mir leid, dass du hier auf dem Eis sitzen musst, während die Wirkung der Drogen nachlässt. In deinem Alter oder in jedem anderen Alter, bei diesem Wetter darauf zu warten, dass es dunkel wird. She looks you in the eye, her pupils wide, surrounded by a ridiculous amount of makeup. Die Leute, die diese Welt erbaut haben, hatten etwas Besseres für dich im Sinn, aber sie sind gescheitert. Mit diesem Gerät an deiner Seite ist es einfacher, mit ihrem Versagen zu leben. Du tippst gegen das Tonbandgerät. The wind howls. She remains silent. It's real. Tell her. Es ist keine kindische Fantasie. Gegen das, was dich ereilen wird, kann es mehr als... Gott. Gegen das, was dich ereilen wird, kann es eine wahre Waffe sein. What is? Nichts, wenn du das hier hast. Hab keine Angst. Okay, I'll stick to it. Something changes between you two. She looks at you differently now. As an equal. A fellow human being. So thanks, I guess, for the psych session. Maybe I can return it. What's been eating you, officer? Ich würde gerne noch mit dir weiterreden, aber ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.